Hallo und willkommen zum vierten Teil der Videoreihe über das Prostata-Desaster bei mir. Bevor es damit aber weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu dem zweiten Unglück, was mich da vor Weihnachten betroffen hat. Am Ende des letzten Teils hatte ich ja erzählt, dass ich eine Geräuschüberempfindlichkeit bekommen habe. Man nennt das auch Hyperakusis. Und in dem halben Jahr seitdem hat sich das zwar etwas gebessert, es ist aber noch sehr deutlich vorhanden. Für Berufe, die besonderen Lärm ausgesetzt sind, gibt es die Möglichkeit, sich einen speziellen Gehörschutz anfertigen zu lassen. Das habe ich auch mal gemacht, und zwar hier von der Firma Hörlux. Da wird zunächst eine Plastik angefertigt nach deinem Gehörgang und dann ein Filter eingesetzt. Bei mir war der zunächst 20 Dezibel in der Minderung und der hat tatsächlich den Lärm stark runtergesetzt, aber hatte den großen Nachteil, dass ich meinen Nachbarn im Lokal oder wo auch immer so gut wie gar nicht mehr verstanden habe. Und darum habe ich mir dann einen neuen Filter zugelegt noch. Man kann die relativ leicht austauschen. Und der mindert das um 10 Dezibel. Jetzt verstehe ich zwar wieder meine Nachbarn, aber dafür ist die Lärmminderung auch eher minimal. Und also, um es kurz zu sagen, auch weil das mit dem Einsetzen immer eine schwierige Kiste ist, besonders zufrieden bin ich damit nicht, sondern mir gefällt eigentlich besser, was ich mir zuvor mal besorgt hatte. Einen recht einfachen Gehörschutz für knapp 30 Euro, den stopfe ich mir ganz einfach ins Ohr. Und wenn es etwas weniger sein soll, kann ich ihn wieder halb rausziehen. Das ist also schnell in der Anwendung und recht wirksam. Also ich kann eigentlich eher sowas empfehlen. Und stattdessen habe ich hier für den hier 180 für die Grundanfertigung und dann nochmal zweimal 32 Euro für die Filter ausgegeben. Also im Grunde rausgeschmissenes Geld. Jedenfalls für mich. Für viele Berufe wird das sicher eine gute Sache sein. So viel zu dem Thema. Jetzt also zu meiner Prostata-OP. Ich hatte ja im dritten Video erzählt, dass im Dezember dann überhaupt kein Urin mehr aus der Harnröhre kam und ich habe dann ein paar Mal in Nauen auch angerufen. Durch Vermittlung des Oberarztes dort haben wir dann eine Blasendruckmessung angesetzt, aber weil das mit Terminen in Nauen immer so eine Sache ist, war das erst Ende Januar und das hat mich zwar beziehungsweise der Krankenkasse stolze 200 Euro gekostet, aber rausgekommen ist so gut wie nichts, außer eben, dass, als er den Katheter einschieben wollte, hat er festgestellt, dass die Harnröhre komplett zu ist. Er hat mir dann gesagt, ich soll mal zum Urologen gehen und mir dort eine Verordnung geben lassen für eine Öffnung der Harnröhre. Das habe ich auch ziemlich schnell gemacht. Das nennt sich Harnröhrenschlitzung. Und aber als ich dann wieder in Nauen angerufen habe, sollte ich erst Ende März einen Termin kriegen und da hatte ich ehrlich gesagt wirklich die Nase voll. Und zwischenzeitlich hatte ich auch mit einem Nachbarn mal gesprochen, der hatte vor einiger Zeit eine Prostata-OP, allerdings im Zusammenhang mit Krebs auch, und hatte das im Hedwig-Krankenhaus machen lassen und war im Großen und Ganzen zufrieden. Und deswegen habe ich einfach dort mal angerufen und wie der Zufall es will, es hatte wohl gerade jemand abgesagt und ich habe dann sehr zügig einen Termin für eine Voruntersuchung bekommen und bereits am 10. Februar fand dann die OP für die Schlitzung statt. Da gab es allerdings zunächst eine Überraschung, als ich da hinkam. Ich bekam nicht nur ein Einzelzimmer, sondern Ärzte und Krankenschwestern erschienen da bei mir mit Maske. Und ich erfuhr dann, dass ich also wieder mal einen Keim hatte im Urin. Und deswegen waren sie so vorsichtig, zu Recht natürlich. Die Operation fand aber wie geplant statt. Allerdings war das Ergebnis erschreckend. Ich lese mal was vor vom Verlauf. Es zeigte sich bulbär ein kompletter Harnröhrenverschluss. Bulbär heißt im hinteren Teil
der Harnröhre, einer bis in den Sphinkter reichenden, massiv narbig umgebauten Harnröhre, also bis zum Schließmuskel, der ja die Urinausscheidung steuert, bis dahin ging das. So, die haben aber die Schlitzung geschafft dort und natürlich wurde dann ein Katheter eingebracht. Allerdings im Gespräch hinterher hat mir der Oberarzt, der die OP gemacht hat, gesagt, dass das so schlimm ist mit der Schädigung, also er hatte das sogar auf einer Länge von 3 bis 4 Zentimetern eingeschätzt, dass ich mit etwa 80%iger Wahrscheinlichkeit mit einer schnellen erneuten Schließung, also erst Vernarbung und Schließung, rechnen müsse. Und als weitere Empfehlung wurde dann hier aufgeschrieben, ich übersetze das jetzt gleich mal in verständlicheres Deutsch. Wir empfehlen den Harnröhrenkatheter zur Konsolidierung der Harnröhre für 14 Tage zu belasten. Der Urinablauf kann über den einliegenden Bauchdeckenkatheter erfolgen. Nach Katheterentfernung bitten um Uroflow-Restharnkontrollen im Intervall. So, das heißt also, 14 Tage lang war das Ganze besonders unangenehm mit 2 Kathetern gleichzeitig. Da bin ich also zum Urologen gegangen und der Harnröhrenkatheter wurde abgenommen. Und auf meine Bitte hin wurde dann ein sogenannter Uroflow bestimmt. Das ist also quasi, wie viel Urin da abgelassen werden kann. Und zwar wird das gemessen in Milliliter pro Sekunde, wobei wohl 20 Milliliter pro Sekunde und mehr als gut bezeichnet werden. Es wurde ein Uroflow bei mir gemacht und der Befund war zunächst erfreulich. Es war nämlich ein Uroflow von 25 Milliliter pro Sekunde. Außerdem konnte ein Keim im Urin nicht mehr nachgewiesen werden. Und an dem Tag habe ich, wie aufgetragen, auch noch 3-mal den Resthahn gemessen und der betrug so um die 200 Milliliter. Also das ist natürlich leider zu viel. Eine Hoffnung, dass mein Bauchdeckenkatheter wieder verschwinden würde, wäre nur, wenn ich 2 Wochen lang einen Resthahn von nicht mehr als 100 Milliliter hätte. Aber leider war das ja nun so zu viel. Aber immerhin, ich konnte ganz normal auf Toilette gehen. Abends war es so, dass ich zum ersten Mal seit etlichen Wochen nachts keinen Urinbeutel am Bett hatte und wo ja sonst der Urin gesammelt wird, weil ich eben ausprobieren wollte, wie gut das Ganze wieder funktioniert, nur über meine Harnröhre. Und gegen 4:30 Uhr hatte ich einen starken Harndrang. Ich bin dann natürlich gleich zur Toilette, aber dann kam der große Schock, es kam nichts raus. Ich konnte es kaum fassen, aber es war nichts mehr da und ich konnte dann nur also mit dem Bauchdeckenkatheter was ablassen, den Harndrang zu beseitigen. Tagsüber konnte ich dann mit viel Mühe noch 100 Milliliter rauspressen 50, und abends, aber dann war dann die Harnröhre wirklich komplett. Und also das war natürlich eine riesige Enttäuschung. Ich meine, ich hatte ja schon damit rechnen müssen, dass sie nicht allzu lange auf ist, aber dass die ganze Sache nach 2 Tagen schon beendet ist, das war wirklich eine große, große Enttäuschung. Und nur erklärbar durch den Schaden, der bei der Operation in Nauen angerichtet wurde. In dem endgültigen Ambulanzbrief der Hedwig-Klinik vom 10. Februar hatten die zum Schluss geschrieben, dass eine Wiedervorstellung empfohlen wird, falls eben dieser Fall eintritt und die Harnröhre relativ schnell wieder zu ist. Und dann sollte diskutiert werden, ob nicht eine Harnröhrenplastik gemacht werden sollte, nachdem man vorher einige bildliche Darstellungen der Harnröhre und der ganzen Umgebung gemacht hat. Eine Harnröhrenplastik wird zwar allgemein als Goldstandard dargestellt und die Rückfallquote soll auch nicht so hoch sein, aber das Problem ist,
wenn man operiert zwar zunächst die Harnröhre und schneidet also die vernarbten Stellen raus, aber wenn das so groß ist wie bei mir, dann kann man das allein durch diese Operation nicht richten, sondern man muss dann Mundschleimhaut entnehmen und unten einsetzen. Und durch diese Entnahme hat es bei etlichen Leuten dann hinterher Schmerzen oder andere Probleme gegeben. Es muss nicht unbedingt die Regel sein, aber wenn es auftritt, dann hat man eben großes Pech gehabt und hat also dauernd Schmerzen und andere Unannehmlichkeiten. Und dem möchte ich natürlich möglichst aus dem Weg gehen. Und mein Zahnarzt, den ich noch ausdrücklich befragt habe zum Zustand meiner Mundschleimhaut, hat mir auch dringend davon abgeraten. Außerdem gibt es noch ein zweites Problem da, weil das so dicht bei mir am Schließmuskel ist, droht dann auch Inkontinenz bei mir. Also im Grunde ist das für mich nicht erstrebenswert, auch wenn es zunächst so klang, als wäre das die letzte Hoffnung. Ich habe mich dann aber auch da im Internet schlau gemacht, denn von dem Urologen habe ich leider keinen anderen Vorschlag gehört. Und es gibt nämlich seit ein paar Jahren eine neue Operation. Zunächst wird wieder eine Schlitzung gemacht und dann wird das sogenannte Optilume-Verfahren angewendet. Es wird dann ein Katheter mit Ballon eingeführt, aber das Besondere ist, der Ballon ist dann beschichtet mit einem Medikament. Das Medikament heißt Paclitaxel und kommt dann genau auf die Stellen, wo die Vernarbungen drohen, wo die Schäden sind. Dieses Medikament soll also verhindern, dass eine schnelle, erneute Vernarbung auftritt. Und bei etlichen Leuten wirkt das wohl ganz gut. Ich habe da in einem Forum auch was gelesen, wo einige durchaus ein paar Jahre damit klargekommen sind. Und ich habe mich dann weiter erkundigt und habe alle auch mal angerufen in Berlin. Manche machen Praxen, urologische Praxen machen das sogar ambulant. Aber als die dann hörten, dass bei mir die Schädigung da bis zu 3 Zentimeter sein kann, da habe ich dann eine Absage bekommen, habe aber dann gleichzeitig von dem Hedwig-Krankenhaus gehört, dass die das auch machen, diese Operation. Allerdings war das bisher nur für Selbstzahler, weil nämlich die meisten Krankenkassen das nicht übernehmen. Zum Glück ist es so, ich bin bei DBK versichert und Beihilfe, dass die seit noch nicht allzu langer Zeit, aber inzwischen wird es übernommen. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden, diese Operation zu machen. Und es gab eine neue Voruntersuchung dann. Das war im April, und zwar am 23. April. Und da habe ich ein Rezept bekommen für dieses Optilume-Verfahren, also dass ich mir das Paket quasi in der Apotheke in der Nähe der Klinik, die haben das vorrätig, abholen kann. Aber als ich dann die Rechnung gesehen habe auf dem Schein, 3.430 Euro kostet das. Und zwar also nur dieses Medikament und das Zubehör, was man da braucht. Aber da ich das erstmal als meine letzte Chance angesehen habe, habe ich das also auch selbst zunächst bezahlt. Dann eine Woche später war dann die Operation. Aber leider gab es auch da eine Enttäuschung hinterher. Denn es war so, ich lese auch da mal wieder aus dem Arztbrief vor, intraoperativ zeigte sich eine totale Harnröhrenstriktur. Ein paar Sachen übersetze ich jetzt mal gleich wieder. Eine konventionelle Schlitzung war nicht möglich, weshalb ein Rendezvous-Verfahren zur Kontinuitätswiederherstellung der Harnröhre nötig war. Ich habe mir das nachher so erklären lassen. Die haben also den Bauchdeckenkatheter, den ich auch habe, der wurde abgemacht und da wurde ein Licht quasi in die Harnblase dann gebracht. Und damit der
über die Harnröhre das erkennen konnte und dass man sich treffen konnte. Deswegen Rendezvous-Verfahren. Und auf diese durchaus schwierige Art hat denn der Operateur das tatsächlich geschafft, die Harnröhre wieder zu öffnen. Aber weil das eben alles so schwierig war und wegen dieser Schäden, ist es so gewesen, dass das Optilume-Verfahren dann leider in dieser Operation nicht mehr angewandt wurde, sondern es gab dann folgende Empfehlung, also ich hatte wieder beide Katheter dran, Bauchdenkenkatheter und Harnröhrenkatheter, und dann steht hier, wir empfehlen einen erneuten Versuch mit der Optilume-Anwendung in ca. 4 Wochen. Bis dahin sollte der Harnröhrenkatheter belassen werden. Außerdem hatte er noch festgestellt, dass der Blasenhals etwas eng ist und da sollte bei dieser Operation dann auch eine Erweiterung erfolgen. Die Operation im April war also damit zunächst beendet und ich musste also in diesem Fall sogar sage und schreibe 4 Wochen mit 2 Kathetern leben. Und ich kann euch sagen, das war wirklich eine recht anstrengende Angelegenheit. Da das Video jetzt auch schon wieder recht lang wird, möchte ich es an dieser Stelle erstmal abbrechen und über diese Optilume-OP und was seitdem passiert ist, werde ich euch im nächsten Video dann berichten. Und diesmal dauert es auch nicht so lange, versprochen, bis das erscheint. Okay, also tschüss dann.